Bist du ein Entscheider oder bist du ein Vermeider? Warum es so viele Leute gibt, die am Spielfeldrand ihres eigenen Lebens stehen als Zuschauer und wie du damit umgehen kannst, darüber reden wir heute. Erstmal, was ist ein Entscheider? Also wenn ihr jetzt in einer Unternehmensberatung arbeitet oder in einer Agentur oder sonst wie diese Zielgruppe der Menschen mit Budget erreichen wollt, dann ist ein Entscheider ein Manager, der zum Beispiel eine Agentur beauftragen kann. Und viele bezeichnen sich als Entscheider oder sehen sich so, beispielsweise Firmenlenker oder Chefs im Allgemeinen, egal wie groß jetzt die Firma ist. Aber ich als Unternehmensberater habe es leider viel zu oft gesehen, dass diese Entscheider alles tun, nur nicht entscheiden. Sie halten Meetings ab, sie setzen auch Arbeitsgruppen an, um bestimmte Dinge zu entscheiden oder vielmehr Entscheidungsvorlagen vorzubereiten. Und am Ende wird die Entscheidung nicht getroffen. Und oft genug geht es um Entscheidungen, die für die Zukunft der Firma von immenser Bedeutung sind. In welche neuen Geschäftsfelder, in welche neuen Produkte wollen wir investieren? Wie viel Geld nehmen wir für Innovationen in die Hand? Das können auch Entscheidungen sein, wie wollen wir es mit dem Homeoffice halten? Und oftmals werden diese Entscheidungen ausgesetzt, bis man irgendwie erkennt, hoppla, wir haben ja unser Budget für dieses Jahr schon aufgebraucht, wir können gar nicht mehr in dies und das investieren und wir verschieben das aufs nächste Jahr. Oft genug gesehen, dass nichts entschieden wird, dass vermieden wird. Und das stelle ich durch die Bank fest in allen möglichen Branchen, für die ich gearbeitet habe. Und das kann Menschen wie mich natürlich wahnsinnig machen, wenn man sieht, man hat monatelang Arbeit investiert in ein Konzept, in ein Papier, in eine Entscheidungsvorlage und hinterher wird sie nicht entschieden. Es wird auf Eis gelegt. Es verschwindet in der Schublade, das tolle Konzept, an das man glaubt und von dem man überzeugt ist, dass es das Unternehmen nach vorne bringen könnte. Aber es fällt der Mut, Entscheidungen zu treffen. Und es gibt ja nicht zu Unrecht diesen berühmten Ausspruch, wenn man nicht weiß, was man machen soll, dann macht man am besten gar nichts. So wurden viel Fehlentscheidungen vermieden und das ist auch gut so. Ich behaupte nur, es muss eine Balance geben. Wir können nicht nur immer alles hinausschieben. Ja, Realität ist in vielen Unternehmen, Managerposten rotieren alle 2 bis 3 Jahre. Da ist es gut, wenn irgendwie in der Zeit nichts Falsches entschieden wird. Besser man mogelt sich irgendwie durch, bis man an den nächsten Posten befördert wird. Und so ist es auch mit vielen Vorständen oder Aufsichtsräten. Da sind kompetente Leute, aber auch die sind vielleicht auch nur noch 2, 3 Jahre da, bis sie in Rente gehen. Warum sich also Feinde machen im Unternehmen? Warum bitte also sich unnötig Mühe geben und alle Pferde scheu machen, wenn der Headhunter mit dem nächsten Posten oder am Ende schon die Rente vor der Tür stehen? Tja, warum? Weil es verdammt nochmal unsere Pflicht ist. Weil wir nur so das Unternehmen voranbringen. Und komm, das stellen wir doch immer fest, man fühlt sich besser, wenn man die Dinge anpackt, anstatt nur wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und abzuwarten, bis sich der andere vielleicht zuerst bewegt. Und deswegen werden ja Berater ins Haus geholt, weil sie reinkommen und den Laden aufmischen, weil sie sagen, hey Leute, ihr gärt hier so seit 20 Jahren im eigenen Saft und wisst gar nicht, wie sich die Welt da draußen weiterentwickelt hat. Und das, was ihr tut, ist nur halbherzig. Wir müssen hier jetzt mal neue Nägel machen mit neuen Köpfen. Also da kommen Leute von außen, um intern mal alle aufzuscheuchen, ihnen auch vielleicht ein bisschen Angst zu machen. Das ist fast ein bisschen so wie damals in der Schule, wo ein Schulrat kommen musste, um dem Lehrer mal auf die Finger zu hauen, wenn er seine Liebsten nicht unter Kontrolle hatte. Und für mich ist es erschreckend, dass sich Manager, Entscheider nicht genug im Griff haben. Und ich möchte hier gar nicht auf Firmenlenkern und Managern herumhacken. Ich sehe das überall in Unternehmen bis hin zu den Leuten, die eine Expertenrolle haben. Warum sind so viele Werbekampagnen so mutlos? Was ist mit der Produktentwicklung? Schaut die nicht mal über den eigenen Tellerrand? Gut, es gibt die rühmlichen Ausnahmen, aber alles ist so gähnend langweilig geworden und schmeckt wie die aufgekochte Suppe von vorgestern. Habt ihr euch mal angeguckt, was in
Japan und in China für Dinge der Unterhaltungselektronik oder was Autos angeht auf den Markt kommen? Die leben in der Zukunft. Und wir glauben einfach, wir könnten mit der zigsten Fortschreibung des VW Golfs nochmal irgendwo etwas reißen. Aber natürlich, der Golf ist eine sichere Bank. Er prägte eine ganze Generation und meistverkauftes Auto über lange Zeit. Warum also etwas ändern? Ja, um Himmels Willen, das musste man mit dem Käfer auch irgendwann machen. Irgendwann musste man den Mut aufbringen und sagen, okay, das wird jetzt etwas Neues. Und dann bringt man so einen mutlosen ED3 auf den Markt und merkt, das läuft nichts, also wird es wieder zurückgerollt und der nächste der Kategorie wird ID Golf heißen. Wirklich, Leute? Und dann guckt euch dagegen doch mal an, da muss man nur auf TikTok gehen, was in China, was in Asien auf die Beine gestellt wird. Da schlackern dir die Ohren und die fahren jetzt schön in eine Überproduktion rein. Die müssen exportieren, die werden alle zu uns kommen und die Leute werden es kaufen. Und das alles nur, weil Wirtschaftslenker, weil Politiker bei uns nicht entscheiden können. Ja, die bösen Politiker. Ja, die sind auch alle dumm und ja. Aber fang doch mal mit dir an. Wann hast du das letzte Mal eine harte Entscheidung getroffen, von der du eigentlich wissen müsstest, dass sie fällig ist? Aber du tust es nicht, weil du bequem bist, weil du sagst, wenn ich das und das in der Firma sage, mache ich mich unbeliebt. Und dann geht es mir wie dem und der ist schließlich gegangen. Oder wenn ich mich entscheide, eine Beziehung zu beenden oder in ein anderes Land zu ziehen, da gibt es Gefahren. Ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Da weiß man, was man hat. Und ja, ich bin nicht zufrieden, aber woanders könnte ich noch viel unzufriedener sein. Hörst du dich auch das sagen oder hörst du die Leute in deiner Umgebung das sagen? Dann wird es Zeit, Konsequenzen zu ziehen. Such dir neue Freunde. Fahr die Kommunikation mit den Menschen in deiner Familie, die dich bremsen, die dich aufhalten, die den mahnenden Zeigefinger heben und nur als Advocatus Diaboli fungieren wollen und dies ja nur so gut mit dir meinen, schränk den Kontakt mit ihnen ein. Du musst dich um dein Leben kümmern. Und das kannst du nicht, indem du irgendwo am Rand stehst und andere auf der Bühne agieren lässt. Du musst rauf auf die Bühne und sagen, das gefällt mir nicht, das will ich ändern. Wir brauchen viel mehr dieser Leute in unserer Gesellschaft, die aufstehen und sagen, so geht das nicht weiter. Wir müssen etwas ändern. Sonst werden wir überrannt. Und das fängt mit dir an. Heute, in deinem Leben, wie du mit deinem Partner sprichst, wie du in deiner Firma auftrittst. Ja, es gab mal einen Bundespräsidenten, der hat gesagt, durch Deutschland müsste ein Ruck gehen. Wie gern hätte ich diesen Ruck gehabt oder hätte ihn gern heute. Aber er kann nicht von oben verordnet werden. Es müssen die Menschen aus der Gesellschaft machen. Es muss eine kritische Masse erreicht werden. Bin ich ein Träumer? Ja, vielleicht. Aber wenigstens fühle ich mich besser, indem ich die Dinge sage, die ich denke. Und zumindest in meinem Leben danach handle. Und das kannst du auch. Du hast doch sicherlich von Silvester noch einige Vorsätze übrig. Du bewunderst doch still und heimlich vielleicht irgendwelche Leute, die irgendwas tun, was du auch tun könntest. Fang heute an. Ja, aber jetzt ist es doch schon. Dann fang morgen an. Mach dir einen Plan, aber setz diesen Plan um und halte 7, halte 10 Tage durch. Ich sage dir, du wirst dich besser fühlen danach. Aber bist du bereit dafür? Die Frage kannst nur du dir beantworten. Und wenn du mit jemandem drüber reden willst, in der Videobeschreibung auf meinem Profil gibt es Möglichkeiten, sich mit mir in Verbindung zu setzen. Ich freue mich auf dich.